es geht los. Das Getting My Life Together Diary. Erster Schritt, ihr seht meine Haut. Vor ein paar Tagen war sie noch so gut habe ich sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Und dann habe ich einfach überall rumgedrückt, weil ich mich nicht beherrschen konnte und jetzt ist sie so, wie sie ist. Jetzt ist sie einfach wieder unrein und wir werden einfach in den nächsten Wochen versuchen, das wieder zu beheben. Also wie ihr seht, hier, da, das war alles nicht da. Es war alles rein, also außer hier. Das war immer meine Problemzone, aber jetzt... Ja. Meine Wohnung ist ein Chaos. I'm so excited! Oh mein Gott. Das hier, meine lieben Freunde, ist ein... Aua. Oh fuck, das ist viel schwerer als ich dachte. Das hier ist ein riesiger Regenwald-Duschkopf. Und das war dringend notwendig, weil meine seit dem Einzug dieselbe ist wie vom Vermieter und die ist schon seit dem Einzug kaputt. Okay, wie ihr seht, war meine Wohnung vor ein paar Wochen noch das absolute Chaos. Ich habe meine Kisten aus der letzten Wohnung drin stehen gehabt, alles vollgestellt, beziehungsweise auch wenn die Sachen nicht vollgestellt wären, es wird einfach komplett chaotisch aussehen. Stellt euch mal vor den Kisten ein paar Türen vor. Das wird dem Ganzen schon ein bisschen mehr Ordnung geben. Aber ich habe vor kurzem beschlossen, viele Möbel zu verkaufen, die ich eigentlich überhaupt nicht in der Wohnung gebraucht habe. Und deswegen habe ich die ganzen Sachen ausgeräumt und auf meinem riesigen Tisch abgelagert, was natürlich auch nicht sehr schlau ist. Das hier ist meine aktuelle Arbeitssituation. Ich glaube, man versteht, wenn ich mich nicht wohlfühle, oder? Und für den wunderschönen roten Glossy Lippenstift verwende ich den Slip Tease, auch von NYX Cosmetics, in der Farbe Dexter. Übrigens habe ich auch wieder angefangen zu trainieren und regelmäßiger zu gehen. Also Krafttraining und leichtes Cardio. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, please let me know. Bis ich dann eine Magen-Darm-Grippe bekommen habe und mich eine ganze Nacht lang übergeben habe. So. Wir sind ja ganz den Weg hierher gekommen, nur um einen Bär zu kaufen. Bitte, Michelle, bitte kauf mir den, ich will den haben. Der ist zu süß, ich will ihn haben. Und den will ich Wie viel kostet der? Und den will ich auch haben. Die heutige Mission ist es, einen riesigen Schreibtisch zu kaufen. Also für meinen Inbegriff riesig, einen Schreibtisch zu kaufen und meinen Arbeitsplatz zu erstellen in meinem Schlafzimmer. Und wir sind jetzt bei Ikea, wo sonst? Sind nicht schon Schreibtische? Der Raffi war so lieb und war meine Mitfahrgelegenheit. Oder ich finde es so komisch, wenn Leute einen beim Kanalnamen rufen. So. Und das ist der Wenke. Das erinnert mich immer so an YouTube-Netzwerk. Das ist doch dein Tisch, oder? Das ist mein Tisch. Da sind noch mehr Bären. Da sitzt ja noch arbeitet. Workmood. Ja. Warte, das sind Glasplatten. Aber da bei mir hier gibt es keine Glasplatten. Ja, aber schau, sag ich doch, mit diesem Wabenmuster. Das schleifen wir ab, geht schon. Das ist nicht meins. Aber echt, warum ist das? Ich weiß nicht. Die hatten früher ganz glatte, ohne Muster. Und jetzt haben sie es ersetzt. Ach, sowas wollte ich, genau. Und das ist die, wo du die Platte draufstellen willst, dann, oder? Genau. Okay. Wie willst du es befestigen, weißt du das schon? Drauflegen. Drauflegen? Ja. Okay. Das ist going off. Das ist sehr optimistisch. Aber ja. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Aber das willst du mitnehmen? Also das willst du haben? Ja. Dann mach ein Foto davon. An einer langen Tischplatte lässt sich gut einen Arbeitsplatz für zwei einrichten. Michelle braucht den Tisch für sich alleine. Also ich habe mir halt gedacht, dieser Tisch, weil ich endlich Stauraum brauche mit diesen Schubladen. Ach, sowas wollte ich, genau. Ich bin's aus dem Schnitt, um das kurz zu erklären. Ich wollte am Anfang 2 Tische haben, aber es ist sich dann im Endeffekt nicht ausgegangen. Und zwar zum einen diese Stelzen und mit so einer Glasplatte drauf. Und zum anderen so einen riesigen weißen Tisch mit Schubladen. Und ich habe mich dann nur für den weißen Tisch entschieden. Spoiler! I feel pretty, also pretty. Ich hab Eat mit 2. That's me. Naja.
Oh mein Gott. Das ist sicher nicht legal. Es ist jetzt circa 4:30. Wir waren bis jetzt beim Ikea und danach waren wir noch im Lutz, weil wir noch ein Regal mitnehmen wollten. Das geht sich aber im Auto nicht aus, weil diese 2 Meter Tischplatte teilt einfach das ganze Auto durch 2 und ich sitze so eingezwängt, als würde ich so in so einem Beichtstuhl sitzen. Ich freue mich schon so extrem auf den Tisch und den Arbeitsplatz und alles, was ich mir vorgenommen habe. Aber worauf ich mich nicht freue, ist das Aufbauen, weil ich bin richtig schlecht im Aufbauen. Das dauert bei mir ewig. Ich habe mich gerade so krass abgeschleppt. Bist du wahnsinnig. Und mir hat niemand geholfen, es sind Leute an mir vorbeigegangen. Und die kommentieren einfach nur so, oh, das ist aber schwer. Ja, es ist schwer. Was glaubst du, was ich hier mache? Natürlich ist es schwer. Okay, an diesem Punkt muss ich hier leider öffentlich zugeben, dass ich einer der Menschen bin, der nach dem Wäschewaschen die ganze Wäsche einfach nur herausholt und irgendwo günstigerweise auf meinem riesigen Stuhl da, was ihr rechts in der Ecke seht, die Wäsche ablagere und nicht einräume, weil mir das irgendwie im ersten Moment zu aufwendig ist. Was richtig dumm ist, weil wenn das hochkommt, dauert das vielleicht maximal 15 bis 20 Minuten. Warum bin ich eigentlich manchmal so faul? Ich verstehe das nicht. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Den Schrauben wir auf. Achso, ich baue die Kästen, wo ist die Läden? Also das ist ja schon fertig. Wie langweilig ist denn das? Das ist gar nichts mehr können. Sehr geil! Geil. And for me, I'm madly in love with you. Never, never let you go. Mach ich das hier richtig? Nee. Love the way you walk, love the way you talk, love the way you hold me tight. I love the way you squeeze, I love the way you tease, I love the way you kiss goodnight. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. So. Through the tunnel. Ist Chaos? Ja. Ja. Das eine Kissen ist aber schon dreckig. Macht nichts.
es hier irgendeinen Trick? Wahrscheinlich gibt es einen Trick und das funktioniert alles super easy, aber ich komme einfach nicht drauf. Okay. Ich war gerade selber überrascht, das ist so ein Schritt. Puh. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Das Sofa habe ich extrem günstig bekommen auf Willhaben und es wurde mir sogar vorbeigeliefert, also mit Aufpreis, aber es wurde mir vorbeigeliefert, weil ich habe kein Auto und ohne Auto ist es echt schwierig. Also ich glaube, ich hätte sonst nie ein Sofa gekauft, weil, ja, riesig. Ich habe hier einen halben Schweißausbruch, weil ich gerade versuche, die frisch gewaschenen Bezüge wieder auf die Kissen drauf zu geben. Und ich habe mir das, um ehrlich zu sein, ein bisschen einfacher vorgestellt. Deswegen mache ich kurz eine Pause vom Fenster und erzähle euch, wie die ganze Sofa-Geschichte abgelaufen ist. Ihr steht nämlich gerade auf meinem alten Sofa. Das wird heute abgeholt. Und die Möbel, die ich nicht brauche, also ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, das blende ich euch mal hier ein. Die habe ich auch auf Instagram in meine Story gestellt. Ich verkaufe dort gerne meine Sachen, weil das viele Leute schnell erreicht und weil das einfacher ist und nachhaltig. Also können wir gerne folgen, vorbeischauen, falls ihr Interesse an irgendwelchen Sachen habt. Also der Typ, der mir das Sofa verkauft hat, der hat die Wohnung räumen müssen und hätte das Sofa sonst weggeworfen. Das hier ist von Ikea, das kostet eigentlich ca. 1000 Euro und der hat es einfach weggeworfen. Aber okay, ich freue mich. Also wie ihr sehen könnt, ich bin in totalen Aufruhr und versuche jetzt, ich war nämlich lange am Hadern, ich war lange so am Hin und Her überlegen, ob ich die Wohnung jetzt so einrichten soll, wie ich es möchte, weil das einfach so verdammt teuer ist und zeitintensiv. Aber ich dachte mir, ich nehme euch mit und ich habe hier hinten, da, schon 2 mega coole Sachen für ein anderes Projekt. Und meine Kommode habe ich auch schon verkauft und meinen Teppich oben, weil das Problem ist, dass ich so extrem abrupt aus der letzten WG ausgezogen bin und das gerade als ich mein Zimmer fertig eingerichtet gehabt habe. Deswegen musste ich die Möbel von dort natürlich mitnehmen, weil ich habe da halt mein ganzes Geld reingesteckt und bin dann hierher gezogen und der Unterschied von einem Zimmer zu einer Wohnung ist natürlich schon krass. Also ich habe so schnell wie möglich dann einfach irgendwelche Möbel gekauft, die halt ansatzweise reinpassen und den Zweck erfüllen. Zum Beispiel der Tisch, eigentlich voll cool. Aber das Problem ist, dass ich in meiner Wohnung fast keine Sachen habe, die Schubladen haben, also Dinge mit Türen. Das heißt, wenn meine Sachen auch geordnet irgendwo drin liegen, schaut es einfach unordentlich aus und das gefällt mir nicht. Und das habe ich bei dem Tisch nicht bedacht, leider. Es wird ein Riesenprojekt. Ich habe nämlich auch vor, ich zeige euch mal, man ignoriere den Wodka. Wie ihr hier seht, das hier ist meine Küche. Und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Flächen mal weiß waren. Also ich werde sie, glaube ich, folieren oder bemalen oder so. Hier sieht man es ganz gut, dass es gelb ist. Ja, ich denke mal, dass es vergilbt, weil die Leute davor in der Wohnung geraucht haben. Ach ja, übrigens, bevor jemand von euch fragt, die Bilder, die ihr im Laufe des Videos immer an meinen Wänden gesehen habt, sind alle von unique.de. Das verlinke ich euch in der Infobox. Das hier ist unbezahlte Werbung. Also ich habe vor einem Jahr circa die Bilder zugeschickt bekommen. Und ich liebe sie über alles. So schaut's aus. Ich freue mich so. Ich habe hier endlich Platz drinnen. Oh mein Gott, ich habe hier endlich Platz. Weil die alte Couch ging ja bis hier oder so. Und wenn ich den Tisch dann quergestellt hätte und ach, das wird so cool. Das wird so cool.